Majestät, Kapitän. Aus den Worten von Sepp konnte man erahnen, dass er zuversichtlich war, dass mit etwas Glück eine weitere Gams zur Strecke kommen könnte. Die Böcke waren nach wie vor weit oben am Berggrat. Was den Jägern dabei geboten wurde, ist mit Worten nicht zu beschreiben. Deshalb schaut und genießt. Mit den aufgestellten Werte, Wahnsinn. Großartig. Momente, die sich ein Leben lang in unser Gedächtnis einprägen werden. Seit der Erlegung der Geiß war eine halbe Stunde vergangen. Die beiden Böcke, die noch vor kurzem oberhalb der Jäger standen, waren in der Zwischenzeit hinüber in den Lawinenhang gewechselt. Steinadler zogen im Aufwind hoch oben am Himmel ihre Kreise auf der Suche nach Beute. Unter den Gemsen konnte man jedoch keine zusätzliche Unruhe, abgesehen von den Brunftaktivitäten, feststellen. Überall waren Gemsen zu sehen. Meist waren es junge Stücke, die nach wie vor von einer Bergseite auf die andere und hinüber in den Lawinenhang wechselten. Langsam zogen dünne Schleierwolken auf und kündigten den angesagten Wetterwechsel mit Sturm und Schneefall für den nächsten Tag an. Die Gams sind überhaupt für die Hand. Ja, das ist wieder der Flenner. Da hast du überhaupt keine Chance, irgendwie reinzukommen. Ja, da müsstest du das umgehen, wenn es wegen Wind geht. Gell? Da musst du von der anderen Seite verwenden. Noch einmal wurden alle Möglichkeiten ausgelotet, aber keine schien erfolgsversprechend. Die Jäger überlegten einen Standortwechsel in das nächstgelegene Tal, als plötzlich, eine Stunde nach dem Erlegen der Geiß, zwei Gamsböcke fast unbemerkt bergauf zogen. Wasser? Sepp, passt das? Sag mal, erster nicht? Nein, was? Ja. Der erste steht oben, der ist nix. Ist nicht so cool. Steh her. Du schießt den Böck. Manns Heim. So schön kann's gehen. Und der andere ist dort. Das ist der andere. Steh her. Ist klar. Jetzt läuft er nach rechts. Ja, ja.
Ja, drum. Ist auch nicht schlecht. Sei ruhig. Was für ein Anblick nach der Erlegung der zweiten Gams an diesem Tag. Nun hatte auch Martin Weidmanns Heil. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, erfolgte die Erlegung keine Minute zu früh. Plötzlich Propellergeräusche. Ein Hubschrauber war mehrmals im Tiefflug an die Lawinenverbaue herangeflogen. Das gesamte Gamswild, das zwischen den Trassen stand, suchte in panischer Flucht das Weite. Welchen zusätzlichen Energieverbrauch diese Aktion des Piloten den Gemsen kostete, muss wohl nicht näher erklärt werden. Trotz allem, was für ein Jagdtag, eine Doublette auf Geiß und Bock innerhalb einer Stunde. Der Bock konnte leider nicht verwertet werden. Sämtliche Organe waren an der Brusthöhle angewachsen, mehrere Geschwüre und ein völlig entzündeter Bauchraum hatten dem Stück, das nur mehr 18 Kilo wog, stark zugesetzt. Der liegt eh schon auf der rechten Seite. Seppel, schon wieder ein Gams, schon wieder ein Gams. Wow, das ist der Hammer. Der Sepp ist zufrieden, die Jäger sind zufrieden, Ja, alles zufrieden. alles zufrieden. Ja. Kräftiges Weidmannsheil, gell? Kräftiges Gut Weidmanns, gemacht. danke. Super geschossen und ja, perfekt. Ja. danke. Habt ihr gut gemacht. Danke. Danke. Wir haben da jetzt einen 8-jährigen Gamsbock und eine 10-jährige Gamsgeiß, die trocken war. Ja, ich sag innerhalb von einer halben Stunde, oder? Stunde. Und ja, in einem herrlichen Bergpanorama. Die Schlechtwetterfront nähert sich mit großen Schritten. Aber der Herr St. Hubertus hat uns noch einmal so ein tolles Weidmannsheil geboten. Der Robert und die jagen jetzt schon so 1-2 Jahre mit einer Nullen dran. Ja. Genau. Und es ist einfach großartig, mit Freunden zu jagen. Und Robert, du weißt, ja. Also wir haben heute das erste Mal, glaube ich, an einem Tag Weidmannsheil gehabt. Unendlich viele Leute, wo du sagst, ich habe mal einfach gut mit denen oder kann mit denen gut und so. Ja. Für mich kann ich beurteilen, das ist Haben wir gut gemacht. alle 3. War das eine Jagd? Nein. Ja, liebe Leute, also das für ein traumhafter Jagdtag wieder mit dem Sepp und mit dem Martin. Ja, es ist zu Ende. Wir haben jetzt Brotzeit gemacht, mitten am Berg, dort wo der Martin den Bock geschossen hat. Und jetzt geht es bergab. Jetzt werden wir das Gamswild hinunterbringen ins Tal. Und ja, dann ist die Jagd zu Ende.